Herzlich willkommen zu den IT-Trends, dem Format, wo ich euch in der letzten Folge des Jahres den größten Hack des ganzen Jahres vorstellen darf. Doch bevor wir dazu kommen, wollen wir mit den Hacking-News anfangen. Und da hat es zwei Kollegen von mir sozusagen getroffen, neben Tomari natürlich, und zwar Just Nero und Zio. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, ich kenne sie ehrlich gesagt nicht. Hat mir jemand von euch gepostet und ja, tatsächlich wurden ihre kompletten Kanäle gelöscht, weil sie infolge eines Hacks tatsächlich ihre Kanäle umbenannt haben in irgendwas Kryptowährungsverwandtes und da dann irgendwelche dubiosen Angebote gepostet haben. Und YouTube sieht sowas gar nicht gerne und hat natürlich schnell reagiert und natürlich dann komplett den Kanal gelöscht. Das bedeutet, sie sind jetzt erstmal natürlich weg von der Plattform gewesen, aber sie werden relativ schnell wieder zurückkommen, denn es ist jetzt nicht gerade was Seltenes, dass YouTuber irgendwie gehackt werden, sage ich jetzt mal. Das Problem an der Sache war allerdings nicht, dass sie irgendwie nicht achtsam waren mit ihren Passwörtern oder sowas, sondern an uns werden ständig irgendwelche, sagen wir mal, zweifelhaften Angebote gestellt und naja, wenn man diese zweifelhaften Angebote öffnet, dann passiert genau sowas, dann hat man nämlich seinen YouTube-Account verloren. Die suchen sich also wirklich gezielt YouTuber raus, schreiben die an und versuchen darüber quasi Zugriff zu dem Account zu bekommen. Das nächste betrifft euch aber wahrscheinlich eher, und zwar handelt es sich hierbei um einige Browser-Plugins, die bösartig sind. Solche Sachen wie Direct Message for Instagram TM, DM for Instagram, aber auch Video-Downloader. Das heißt sowas wie Video-Downloader for Instagram, Facebook, Vimeo, Universal Video Downloader, Stories for Instagram. All diese Dinge sind tatsächlich bösartig gewesen und waren zu finden bei Microsoft Edge und bei Google Chrome im App Store sozusagen. Das heißt, quasi als Plugin für euren Desktop-Browser konntet ihr das Ganze natürlich haben. Das hat jetzt Avast festgestellt und empfiehlt, diese Plugins nicht mehr zu benutzen, sie sofort zu deinstallieren, weil sie eben diese Malware enthalten. Wo kommt diese Malware her? Naja, das weiß man nicht so genau. Manche von diesen Plugins könnten einfach von vornherein bösartig gewesen sein. Das heißt, sie stehlen zum Beispiel eure Social Media Accounts, weil sie ja Zugriff auf eure Social Media Konten haben. Aber auf der anderen Seite könnten es natürlich auch irgendwelche Hacker gewesen sein, die dann das Update infiziert haben und sozusagen die Malware erst erschaffen haben und da reingepackt haben. Das heißt, davor waren sie vielleicht nicht böse, jetzt sind sie böse. Weiß man nicht so genau. Wahrscheinlich ist aber eher vom ersten auszugehen. Das heißt, dass sie von vornherein bösartig waren. Und das heißt, man sollte sie am besten gar nicht mehr benutzen. Die nächste News bezieht sich auch auf unser Video von gestern. Und zwar, Tomari hat es ja auch getroffen. Bei ihm ist eine E-Mail eingegangen, wo quasi sein Passwort im Klartext drin stand und ein Erpresser schreiben, er solle $500 an eine Adresse bezahlen. Ansonsten werden Videos und Bilder von ihm veröffentlicht. Das Ding ist jetzt allerdings, im Darknet ist eine Website aufgetaucht, wo man über 85.000 MySQL-Datenbanken kaufen konnte. Da sind wahrscheinlich sehr, sehr viele Social-Media-Passwörter und Accounts drin und natürlich sehr viele Leute haben Interesse daran. Das heißt, wenn die Opfer nicht bezahlt haben, so zumindest der Angreifer, dann landen die Passwörter in dieser Datenbank. Ist natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt die cleverste Strategie, weil wenn man den Opfern vorher quasi schreibt, dass man ihre Passwörter hat, dann wissen sie Bescheid und können sie natürlich ändern. Das heißt, hiervon sind hauptsächlich die Leute betroffen, die schon sehr lange nicht mehr in eine E-Mail reingeguckt haben und dementsprechend natürlich nicht wissen, dass sie betroffen sind. Alles in allem solltet ihr aber trotzdem mal schauen, vielleicht seid ihr irgendwo mal Opfer eines Hacks geworden. Am besten einfach direkt die Passwörter ändern, überall am besten und ja, Zwei-Faktor benutzen, mal wieder. Die nächste Geschichte wäre fast Hack der Woche geworden, aber eben nur fast. Und zwar gibt es eine Schwachstelle bei Steam, der gigantischen Gaming-Plattform, die wahrscheinlich die allermeisten von euch verwenden. Jedes Spiel muss, um es bei Steam zu listen, die Steam Library bei sich in den Quellcode sozusagen einfügen. Und in dieser Library wurde jetzt eine Schwachstelle gefunden im Netzwerkprotokoll. Das bedeutet, jedes Spiel, das irgendwie Daten ausgetauscht hat zwischen den Spielern, war im Endeffekt betroffen. Und natürlich, das sind hauptsächlich die Multiplayer-Spiele. Das bedeutet, man konnte als Angreifer hier tatsächlich über diese Schwachstelle sowohl den Server, wo das Spiel quasi drauf läuft, als auch den Spieler-PC selbst komplett übernehmen. Und das für jedes Spiel, das im Endeffekt bei Steam gelistet war und Multiplayer-Funktionen hatte. Das sind einige. Darunter fallen natürlich auch solche Sachen wie Dota, CSGO und andere große Multiplayer-Titel wie zum Beispiel Destiny. Ziemlich gravierendes Ding und ja, es gibt nicht wirklich eine Lösung. Die Firma Checkpoint sagt hier, die Spieler sollen doch mal bitte gucken, welche Spiele sie vor September 2020 gespielt haben und ob da vielleicht betroffene Spiele dabei sind. Da es sich aber hier um fast alle Spiele handelt, hat wahrscheinlich jeder mal so ein Spiel gespielt. Das heißt, jeder könnte davon betroffen sein und das ist definitiv nicht so schön.
Deswegen würde ich euch jetzt empfehlen, ich verlinke euch das unten in der Beschreibung, es gibt eine Antiviren-Boot-Disk. Mit dieser Antiviren-Boot-Disk könnt ihr das System nicht direkt booten, sondern ihr bootet auf diese CD drauf und könnt dann einen Virenscanner laufen lassen, bevor euer System überhaupt läuft. Dadurch hat eine Malware nicht die Chance, irgendwie den Antivirenscanner auszuschalten oder irgendwie die Installation zu beeinflussen, sondern der Antivirenscanner ist auf jeden Fall okay und man kann dem vertrauen. Und ihr könnt mal euer System durchchecken. Problem an der Sache ist natürlich trotzdem, wenn man als Hacker jetzt, sage ich mal, die Malware so geschrieben hat, dass sie dem Antivirenscanner ausweicht und das noch nicht gefunden wurde, vielleicht mit einer besonders guten Malware, dann kann man da leider nichts machen. Dann habt ihr diesen Virus und ihr werdet ihn nicht los und ihr wisst nicht mal, dass ihr ihn habt. Das ist eine ziemlich doofe Sache und ich finde ja auch die Anweisung, man soll gucken, welche Spiele man vor 2020 gespielt hat, finde ich ein bisschen fail, muss ich sagen. Aber Fail der Woche haben wir noch einen anderen. Kommen wir nun aber zum Hack der Woche und ja, der ist noch gravierender als das, was wir uns bisher angeguckt haben. Denn betroffen sind hier das Pentagon, das Außenministerium, das Justizministerium, die NASA und noch sehr viele andere große Namen in der IT-Welt, beziehungsweise generell in der Welt. So, das muss man sich erstmal so überlegen. Nun, wie ist das eigentlich möglich gewesen? Und zwar hat hier, man vermutet, die Hackergruppe Cozy Bears hinten dran, also eine russisch geförderte Hackergruppe, sozusagen staatliche Hacker, wenn ihr wollt, dass die das Update von Orion infiziert haben. Orion ist eine Verwaltungssoftware von der Firma SolarWinds und SolarWinds hat insgesamt 300.000 Kunden, von denen 18.000 die Software Orion installiert haben. Und wie gesagt, darunter auch sehr große Namen und soweit ich weiß, auch noch sehr viele mehr. Man kann allerdings leider nicht mehr genau gucken, welche Kunden wirklich betroffen sind, denn SolarWinds hat kurz nachdem das Ganze öffentlich wurde, einfach mal die Seite mit ihren Kunden, wo sie immer mit geworben haben, auf privat gestellt. Die gibt es nicht mehr, ist jetzt ein 404. Orion bzw. das Update von Orion konnte infiziert werden, weil die Server von SolarWinds eben nicht richtig sicher gehalten wurden und das bedeutet, man konnte quasi als Hacker Zugriff auf SolarWinds bekommen, also auf den Server von SolarWinds und darüber das Update von Orion infizieren und jedes Mal, wenn quasi jemand sich das Update runtergeladen hat, hat man ein neues Opfer gehabt. Das Ganze war mega vorsichtig geplant, das heißt, man hat extra viel Wert drauf gelegt, dass auch wirklich kein Intrusion Detection System irgendwas merkt. Also man hat sich extrem viel Mühe dabei gegeben. Tatsächlich hat man dann einige Zeit später rausgefunden, wie die Server eigentlich von SolarWinds geknackt worden sind. Und wie soll ich sagen, es war schon fast ein bisschen peinlich, denn tatsächlich ist das FTP-Passwort, also das Passwort für den Server, wo man Dateien hochladen kann, was natürlich absolut gut gesichert sein muss, in einer Konfigurationsdatei in einem öffentlichen Repository zu finden gewesen. Das bedeutet, SolarWinds hat aus Versehen wahrscheinlich diese Konfigurationsdateien hochgeladen auf einen öffentlichen Server und jeder konnte halt darauf zugreifen und darüber konnte man dann in den SolarWinds Server reinkommen. Diese Daten waren aber vermutlich schon seit 2018 öffentlich und das heißt, dass dieser Hack schon sehr lange in Gange sein kann. Man weiß allerdings nicht, wie lange tatsächlich. Was jetzt passieren wird, weiß man nicht so genau, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gravierende Sache und ich bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Ich werde euch dann natürlich auf dem Laufenden halten. Kommen wir aber zu was Erfreulicherem, dem Win der Woche und der geht hier definitiv an Nvidia, denn die haben Omniverse angekündigt. Omniverse ist eine Software, die im Endeffekt auf Pixars Animationssoftware basiert. Das heißt, Pixar, das Animationsstudio von Disney, hat natürlich seine eigene Software, um 3D-Animationen durchzuführen. Und Nvidia hat sich jetzt nun davon inspirieren lassen und hat da uns Gamern und allen Animationskünstlern was geschaffen. Und ja, die Software sieht unglaublich vielversprechend aus, unterstützt natürlich Raytracing, unterstützt alles Mögliche und wird von einer sehr namhaften Firma in dem Ganzen verwaltet und hergestellt. Und ja, ich bin gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Es gibt Integrationen zu allen gängigen Plattformen, das heißt zu allen möglichen und ich glaube, wir können hier in nächster Zeit erwarten, dass sich sehr viel im 3D-Markt tun wird, wenn man nicht sogar davon ausgehen kann, dass hier ein neuer Standard gesetzt wird. Den Fail der Woche habt ihr wahrscheinlich mitbekommen und zwar geht der definitiv an Google. Denn Google hatte am 14. Dezember um 3:47 Uhr eine 45-minütige Auszeit. Ja, die haben sich einfach mal gedacht, hey, wir machen schon mal Weihnachten, see ya.
Nein, natürlich nicht. Die hatten einen Fehler im Authentifikationssystem. Das heißt, da, wo man sich einloggen musste, das ist einfach komplett übergeschnappt und hat eben nichts mehr entgegengenommen. Was genau da passiert ist, beziehungsweise wie sowas passiert sein konnte, weiß ich natürlich nicht. Aber für einen gigantischen Dienst wie Google ist sowas ziemlich schlimm. Denn 45 Minuten bedeuten, 45 Minuten lang konnte zum Beispiel niemand YouTube gucken. Man konnte aber auch zum Beispiel nicht sich Werbung buchen und ist dann vielleicht zu einem Konkurrenten gegangen. Man konnte aber auch zum Beispiel seine E-Mails nicht empfangen und davon natürlich auch sehr viele geschäftliche E-Mails. All das ist ziemlich gravierend für so einen gigantischen Anbieter, gerade im Authentifikationssystem, und da zeigt sich natürlich gerade mal wieder die Schwachstelle, dass manche Sachen halt immer noch voneinander abhängig sind und wenn eins ausfällt, fällt alles aus. Also es war so ziemlich das schlimmste System, was irgendwie kaputt gehen konnte, muss man einfach so sagen. Und sie arbeiten natürlich unter Hochdruck dran, dass sowas nie wieder vorkommen kann, haben sie auch mehrfach gepostet. Wir sind aber noch nicht ganz fertig mit Google und zwar gibt es auch den Aufreger der Woche, der geht auch an Google. Und zwar haben die nämlich eine Klage abbekommen, dass sie mit Facebook kooperieren in verschiedenen Punkten. Es ist sehr viel Rechtliches dabei und es ist sehr viel drumrum sozusagen. Es bezieht sich auf Kooperation bei der Versteigerung von Werbung, aber was ich erwähnen möchte für euch, ist eine andere Sache. Und zwar hat Google tatsächlich WhatsApp-Nachrichten mitgelesen. Und zwar im Jahre 2015, da bezieht sich das drauf, gab es scheinbar eine Kooperation von Facebook und Google. Google hat dann im Endeffekt die Bilder etc. mitgelesen von, Achtung, nur amerikanischen Benutzern. Allerdings trotzdem natürlich absolut grauenhaft. Man weiß nicht, was in Europa passiert ist. Aber das war tatsächlich noch vor der Einführung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei WhatsApp. Das heißt, Google konnte halt einfach die Nachrichten sozusagen im Netzwerk mitlesen, weil Google ist auf Android-Telefonen einfach vorinstalliert. Ja. Das Ding ist allerdings, in der Klageschrift steht explizit drin, dass es sich auf Ende-zu-Ende verschlüsselte Nachrichten bezieht. Und wie gesagt, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wurde erst 2016 eingeführt bei WhatsApp. Jetzt stellt sich hier natürlich die Frage, wie kann das eigentlich möglich sein? Nun ja, die Tatsache, dass Google tatsächlich eine Backup-Möglichkeit mit Google Drive für WhatsApp anbietet, und das Ganze unverschlüsselt, liefert hier vielleicht einen kleinen Hinweis. Allerdings ist natürlich Android immer noch von Google. Das heißt, Android hat natürlich die Rechte, bei euch auf dem Handy alles mitzulesen, weil, ja, wer soll es davon hindern? Und naja, im Endeffekt war das auch das, was viele schon vermutet haben und wovor sie tatsächlich Angst haben, dass diese Google-Dienste vielleicht doch ein bisschen zu viel mitlesen. Ganz kurz aufmerksam machen möchte ich euch auch noch auf eine Politik-News. Und zwar ein kleines Update zu dem Gesetzesentwurf damals noch. Und zwar, dass die Messenger jetzt bitte nicht mehr nur für das Gegenüber verschlüsseln sollen, also quasi, wenn ich eine Nachricht an meine Mom schreibe, dass es dann nur meine Mom lesen kann, sondern man hat da quasi gesagt, hey, wir wollen da auch noch mitlesen, wir Strafverfolgungsbehörden, weil könnte ja Terrorismus und so weiter sein. Und deswegen wollte man jetzt hier quasi einen Drittschlüssel einbauen. Das heißt, wenn ich eine Nachricht schreibe, wird er sowohl für meine Mom verschlüsselt, als auch für die Strafverfolgungsbehörden. Und ja, dieser Entwurf war bisher nur ein Entwurf. Jetzt ist er auch tatsächlich angenommen worden am 14. Dezember und ich will euch ganz kurz den Titel vorlesen, der ist nämlich schon so ein Widerspruch in sich. Und zwar heißt der Verschlüsselung: Rat nimmt Entschließung zur Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung an. Das heißt, dieser Entwurf wurde nun angenommen und wird jetzt tatsächlich von den einzelnen Ländern wahrscheinlich umgesetzt werden müssen. Meiner Meinung nach ein gigantischer Rückschritt in Sachen Sicherheit, denn wenn jemand tatsächlich daran interessiert ist, dass seine Nachrichten verschlüsselt sind, weil sie illegale Inhalte beinhalten, dann kann man das immer noch machen. Es gibt Kryptoverfahren, die nicht gebrochen werden, deswegen brauchen wir ja diese Drittschlüssel und ja, wenn jemand wirklich darauf Wert legt, wird er das weiterhin machen. Das heißt, es ist eigentlich bloß ein Eingriff in die Privatsphäre und bietet keine Sicherheit. Schade drum. Abschließen möchte ich wie immer mit dem Bericht der Woche und ja, hier haben wir eine neue Klage, die tatsächlich sehr interessant ist, und zwar 40 Frauen verklagen Pornhub, weil dort tatsächlich Videos aufgetaucht sind von ihnen, die eigentlich nur für eine exklusive, ausgewählte Kundschaft waren. Und ja, das ist tatsächlich nicht so gelaufen, wie die sich das vorgestellt haben, denn ursprünglich war ein Mode-Fotoshooting geplant. Ausgeartet ist es dann ein kleines bisschen. Lest euch das Ganze durch, ich wünsche viel Spaß dabei. Wenn ihr der Meinung seid, hey, da sind 1 Million Euro noch viel zu wenig, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Aber wenn ihr sagt, Mensch, Pornhub ist eigentlich der falsche Ansprechpartner dafür, auch unten rein. Und wenn ihr zu irgendeinem anderen Thema eine Meinung habt, zum Beispiel wenn ihr eine Ahnung habt, was da jetzt noch mit SolarWinds passiert, dann schreibt ihr mir das natürlich auch ganz gerne mal unten in die Kommandozeile rein. Und ja, von meiner Seite war es das für dieses Jahr. Wir werden natürlich wie gewohnt weitermachen mit den IT-Trends, weil ihr die so sehr feiert, und zwar im neuen Jahr. Ich wünsche euch bis dahin schöne Weihnachten und einen guten Rutsch und bleibt vor allem gesund. Bis dann.